Ich grüße euch, Freunde der Sonne. Wir möchten euch heute zeigen, wie wir einen Bananenkreis anlegen. Genau das da, das sind Bananen an der Pflanze. Hier hinten jetzt 2 Bananenstauden. Übrigens, Bananen wachsen nicht an Bäumen, das sind keine Bäume. Das sieht zwar aus wie ein Stamm, aber man sagt dazu noch Scheinstamm. Ich kann euch, wenn ich mal eine aufschneide, euch zeigen, wie es innen drin aussieht. Das ist kein Verholz, nicht, das ist kein Holz. Wenn ich mich recht entsinne, gehören Bananen eigentlich sogar mit zu Ingwergewächsen und vermehren sich über die Rhizome. Aus diesen Rhizomen, also die unterirdisch in der Erde sitzen, wachsen diese kleinen Pflanzen danach. Diese. An manchen Sorten, wie zum Beispiel, das ist eine Kochbanane, an der jetzt hier sind 5 bis 6, teilweise mehr Nachkömmlinge, die da kommen. Und so vermehrt sich die Banane. Wenn diese Früchte, wenn ich die ernte, verwelkt die Pflanze. Man sieht hier, die Blätter verwelken langsam. Hier kommt kein neues Blatt mehr raus. Die verwelkt, kippt um, geht ein. Im Idealfall macht man so, man sticht sie unten Boden nah weg. Mache ich jetzt bei der nicht, weil die ist ja noch nicht ausgereift. Und tue die dann als Mulchmaterial ringsrum legen. Kann mal gucken, irgendwo habe ich das gemacht. Hier gerade nicht, weil hier habe ich es gemacht. So sieht der Stamm innen drin aus, der Scheinstamm, wenn man ihn aufschneidet. So, das sind mehrere solche Lagen. Das vertrocknet, das wird dann irgendwann wie Blatt. Das wird und das lasse ich als Dünger liegen. Die habe ich weggehackt hier, weil die hatte eine Krankheit drin gehabt. Hier sind jetzt halt 4 so neue Pflanzen, beziehungsweise 5, 6 und das sind viel zu viele. Idealerweise lässt man nur 1 oder 2 Nachkömmlinge stehen pro Mutterpflanze, weil ansonsten rangen die zu sehr um Nährstoffe und das lässt dann die Bananenfruchtstände sehr klein sein, beziehungsweise nicht gut ausreifen. Hier kommt gerade eine Blüte. Da oben sieht man noch nicht so gut, da hinten auch, bei dieser kommt auch gerade eine Blüte. Da stand eine mit Blüte, die war leider umgestürzt durch den Wind. Bei dieser hier, das ist keine Kochbanane, das ist eine Seda, heißt die hier, Seda. Das ist im Prinzip ähnlich wie die Cavendish, die nach Deutschland kommt, also diese Standardbanane, sage ich mal, die süße, die man so isst. Hier gibt es ja noch viel mehr Sorten, aber das ist das, was ihr so im Laden kaufen könnt. Die hat eine relativ kleine Blüte, die wird auch nicht so groß werden, weil das ist die erst ausgepflanzte gewesen. Normalerweise macht man die erst ausgepflanzte weg, lässt die gar nicht so weit kommen, aber wir freuen uns jetzt darüber, dass wir jetzt bald dann eigene Bananen haben, auch wenn die dann nicht so viele dran haben wird. Und hier sind dann eben 3 junge Pflanzen da. Der werde ich dann gleich eine auf jeden Fall rausmachen und in unseren Bananenkreis setzen. Das ist die ganze Blüte, das große, aber jede Banane hat dann an sich nochmal, wie man das darstellen kann hier, sieht man das? Wenn offen sieht man es besser. Vorne hat jede Banane nochmal so eine Blüte dran. Die wird auch befruchtet. Nur wenn die befruchtet wird, also wenn dieser Teil hier vorne befruchtet wird, nur dann wachsen die Bananen da dran. Weil wenn die Blüte länger wird, ich sag mal ein bisschen runter so, also immer mehr Blütenblätter abwirft, wie hier oben, diese lilafarbenen, dann tut sich jedes Mal so eine Hand entfalten und irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, je nachdem, je nach Sorte, je nach Größe des Fruchtstands, werden diese Nachkömmlinge, die dann da kommen, nicht mehr befruchtet und die werden dann abgestoßen, die fallen dann einfach ab. Und in dem Moment kappt man dann auch den Rest der Blüte, damit dann die Energie nicht mehr reingeht, sondern in den Wachstum der Bananen. Das ist eine Banane, die habe ich ausgepflanzt vor, ich weiß nicht mehr ganz genau, vor 3 Monaten vielleicht. Jetzt haben wir Juni, naja, 4, 5 Monate vielleicht schon doch. Diese hier, da hinten diese da weiter nach hinten noch, unterhalb vom Haus ist auch eine. Und hier war auch eine, die ist hier, da ist die eine, die habe ich in der Nähe vom Haus gepflanzt und da ist eine. Das sind alles Setzlinge, die ich aus der Stadt von jemandem bekommen habe. Also von anderen Grundstücken hier, von anderen Chakras. Die waren alle nicht so kräftig, alle nicht so gut, deswegen brauchen die sehr lang. Die brauchen sehr lang, ehe die sich jetzt hier etablieren. Da hinten sind sogar noch welche, die sind noch deutlich mickriger und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann gut wachsen, ist gering. Ich gucke gerade, wo war die jetzt hier? Irgendwo war so eine ganz mickrige. Da. Diese hier, die ist noch ziemlich klein. Die ist auch etwa genauso alt wie die anderen. Das ist, glaube ich, sogar eine, die der Vorbesitzer ausgepflanzt hat. Also die ist noch länger in der Erde drin. Diese auch hier. Wobei, ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil ich habe hier dazwischen auch teilweise noch welche gesetzt, wo dann Lücken waren. Diese hier könnte auch von mir sein. Aber irgendwo am Rand war ja noch eine ganz kleine. Je kräftiger diese Pflanze ist, die man einpflanzt, desto schneller wird die sich etablieren.
Und desto gesünder ist die auch. Manche sind einfach, ja, die schwächeln dann. Die schwächeln, weil sie nicht genug von ihrer Mutter mitbekommen haben, in Anführungsstrichen. Nicht, wenn wir jetzt als Babys bei unseren Müttern keine Milch kriegen, sondern nur irgendwelche Ersatzprodukte, dann haben wir auch nicht so die optimalen Voraussetzungen. Und so ähnlich kann man das jetzt vielleicht sehen. Jetzt geht es zu dem, worum es eigentlich gehen soll, zu unserem Bananenkreis. Wir haben ja eine natürliche Senke genutzt. Das ist eine Eidechse. Ja? Die sind ganz schön anzusehen. Oder ist es eine Schlange? Weiß ich nicht. Eigentlich, wenn es raschelt, ist es meist eine Eidechse. Weil die Schlangen tun sich so, zumindest meistens ziemlich geräuschlos bewegen. Je nach Untergrund, logischerweise. Das ist ja eine natürliche Senke. Ich denke, man kann das sehen. Hier, wir sind ja an einem Hanggrundstück. Das ist ja, wird da nach oben hin immer steil. Unten ist ein relativ flacher Teil. Und wir haben diese natürliche Senke in alle Richtungen genutzt und haben das einfach ein bisschen tiefer gemacht. So typischerweise sagt man so 50 bis 80 cm Tiefe vom Bananenkreis und 1 Meter bis 1,50 Meter Durchmesser. Haben wir jetzt in etwa, habe ich nicht mal nachgemessen, aber es ist mehr als 1 Meter Durchmesser. Und die Tiefe sind wahrscheinlich 50 cm, je nach Stelle, wo man misst. Ausreichend. Und jetzt werde ich gleich Pflanzen abmachen, kann ich euch gleich mal zeigen. Und dann werden wir hier 4 oder 5 Pflanzen um diesen Kreis positionieren. Und dann haben wir da hinten liegen, schon von den letzten Wochen, Kompost, den wir gesammelt haben. Das ist ein Quapper noch. Hier wächst noch ein Quapper. Das ist ein Inca Edulis. Ist ein bisschen nah an dem anderen. Super, super Gründüngung. Das ist abgelagerter Kompost, den machen wir da rein. Und abgelagerte Menschenreste mit Sägespänen. Wir nutzen Trockenklo. Und das kommt da alles rein. Und das ist der Energiebooster quasi für unsere Bananen dann. Die können dann alle, die in dem Kreis da sind, verzehren. Und zusätzlich kann das Wasser relativ gut sich da in der Senke sammeln, wenn es regnet. Und das sind so die Bedingungen, die die Bananen brauchen. Hier ist kein Schatten, hier sind keine Bäume in der Nähe, größere, also gar keine, hier ist nur der Mandarinbaum. Aber dadurch, dass bei uns ja die Sonne das ganze Jahr fast ziemlich senkrecht steht, haben die den ganzen Tag Sonne hier. Und das ist perfekt für Bananen, die brauchen möglichst viel Sonne. Viel Wasser, aber keine Staunässe, also nicht permanent im Wasser. Also jetzt direkt in das tiefe Loch eine Banane reinzupflanzen wäre nicht so sinnvoll, weil die würde dann im Regen relativ lang in der Nässe stehen. Und das ist nicht unbedingt so optimal für Bananen. Wir sind jetzt hier in der Banane, kannst du mal kurz nach oben zeigen, nochmal mit der Blüte. Ist die Bananenblüte? Das soll sie jetzt nicht beeinträchtigen. Wir machen jetzt hier diese Pflanze raus, weil bei den Bananen ist das so, je länger die Blätter geschlossen haben, also keine Blätter haben, hier ist gerade keiner dabei. Es gibt manche, die haben schon in dieser Größe schon so große Blätter weit ausgebreitet, wie jetzt, wenn wir dann eine sehen, zeige ich es euch, wie von einer großen Banane. Die sind nicht gut, die sollte man nicht benutzen, weil die haben wenig Nährstoffe. Das ist dafür geeignet. Und das macht man mit einem scharfen Spaten, der ist allerdings nicht so scharf, den ich hier habe. Ja, den muss ich jetzt halt nutzen. Sticht man das ab, ringsrum, weil, wie ich erklärt habe, das ist ja unterirdisch das Rhizom. Ein etwas schärferer Spaten wäre besser. Bei dieser Aktion beschädigt natürlich ein bisschen die Wurzeln auf der Mutterpflanze mit, aber das ist nicht so schlimm. Ich merke bloß gerade, dass der Spaten ist nicht wirklich gut scharf. Und hier daneben ist wahrscheinlich nochmal ein Baby, oder? Nee. Einfach sind die Babys richtig klein. Sieht man kaum. Ja, hier habe ich die jetzt ausgegraben. Ich habe mir jetzt Hilfe genommen, habe ich erst neu gekauft beim letzten Einkauf. Eine Brechstange, die zum Graben geeignet ist. Die ist halt viel massiver als ein Spaten und die ist von spitz. Damit ging das dann super. Mit dem Spaten ging es nicht gut. Und genau, die hat jetzt hier an der Stelle die Verletzung. Da kann man jetzt Asche dran machen, Holzasche. Dass die da nicht so anfällig ist für Schädlinge, wenn wir sie in die Erde reinstecken. Und
Da unten habe ich jetzt halt noch ein bisschen Erde hingemacht, sieht man ja. Also, ich weiß nicht, ob du das zeigen kannst, bitte. Hier habe ich noch ein bisschen Erde hingemacht, damit da jetzt nicht ein Loch ist. Genau, jetzt tun wir noch ein paar raussuchen. Na, diese hier zum Beispiel, das meinte ich, die ist noch ziemlich klein, dünn und hat schon so richtige Blätter gleich von Anfang an. Das ist diese Triebe sind nicht gut, die sind sehr krankheitsanfällig und werden nicht gut wachsen. Also die werden wachsen, aber die werden länger brauchen, bis die erste Frucht kommt. Und es kann auch sein, dass diese Nachkömmlinge von dieser erstmal nicht so besonders gut sind. Bei dieser jetzt zum Beispiel hier, wie groß die schon ist im Vergleich zu der anderen, die wir gerade gezeigt haben, die hat noch kein Blatt ausgebildet. Braucht sie nicht, weil sie von ihrer Mama noch genug Nährstoffe bekommt und auch Schutz von den Blättern von der Mama hat hier oben. Die machen Schatten, deswegen braucht sie noch keine Blätter ausbilden. Wichtig ist halt, dass die Verbindung zur Mutter gut getrennt ist. Ah, die ganz kleine da, die sieht niedlich aus. Eine kleine ist abgegangen, aber. Und jetzt schon große Wurzeln. Ja. Schon. Ich habe mal ein Video gesehen, dass man die Wurzeln eigentlich wegmacht. Und diese hier, die ging jetzt nebenbei mit ab. Das brauchen wir nicht versuchen, da ist nichts da, die bleibt jetzt ja als Düngung für die Mama. Wo wir gerade Thema Bananen klären. Hier, ich habe die bei der gesehen, ich tu mal hier zeigen, dass hier solche Stellen sind und das ist ein Anzeichen darauf hin, dass sie nicht gesund ist. Dann habe ich angefangen, so anzuhacken und da habe ich gesehen, dass immer mehr solche Kanäle sind hier. Und das ist der sogenannte Bananenrüssler. Das ist ein Schädling für Bananen. Das ist für ungesunde Pflanzen, also die nicht kräftig genug sind. Das ist ja mit allen Pflanzen so, mit uns Menschen ja auch nicht anders. Wenn das Immunsystem schwach ist, ist es anfällig für Krankheiten. Und das ist cool. das ist der sogenannte Bananenrüssler. Der macht die Bananenpflanze kaputt. Die pflanzen wir jetzt nicht ein. Die werde ich einfach entsorgen. Und mal gucken, ob unsere Katze vielleicht gerne Bananenrüssler mag. Oh, falsch gestochen. Zack. Also die können wir damit hier als Kompost reinmachen, weil hier oben das Stück ist ja in Ordnung. Ich habe gedacht, in jedem ist bloß eine drin, an jeder Banane. Hier habe ich noch keinen Rüssler selber gesehen. Nur die Fraßstellen. Ja. Papa sagt, muss tiefer, nicht wahr? Das ist Ja, dann nimmst du halt sonst die andere Pflanze. Weil die ist noch länger. Kann er noch. Ich gehe jetzt noch eine suchen. Bei dieser, man sieht ja, das ist die Stelle, wo ich es abgetrennt habe. Übrigens bei den anderen, da habe ich die Blätter abgeschnitten bis auf 2. Und bei der brauche ich nichts abschneiden. Und die Wurzeln, ich habe nochmal nachgeguckt, Wurzeln entfernen ist nicht unbedingt erforderlich. Wichtiger sind die Blätter abzumachen, damit nicht so viel Wasser verdunsten kann, weil sonst verliert das Rhizom zu viel Flüssigkeit. Aber Wurzeln abschneiden ist auch positiv, weil dadurch dann, hier sind übrigens schon 1, 2 neue Triebe. Das hier, wenn jemand das sehen kann, das ist ein neuer Trieb. Den habe ich ein bisschen beschädigt, aber so ist, da kommen wieder neue dann. Dieses Rhizom ist quasi die Mutterpflanze jetzt für diese kleinen dann, die dann hier rauswachsen. Und hier die Wurzeln, wenn man die Wurzeln abmacht, dann wird das fördert auch das Wachstum von starken neuen Wurzeln. Deswegen mache ich das. Hat sich wohl in der Praxis so Hast du bewährt. den anderen Rüssler daneben gesehen? Hier war kein Rüssler drin. Der Bananenrüssler, da war Der andere große? mit dieser Pflanze, die neben mir liegt, die zerhacke ich dann als Mulch mit rein. Und wo war der andere drin? Der war, als ich die Pflanze ausgegraben habe, war daneben, also war in der Erde drin. Hier ist ein bisschen beschädigt, sieht man, da ist ein bisschen Fraßspuren dran. Schade. Also die ist nicht ganz aufgegessen. Der ist auch noch nicht so tief reingegessen hier. Ich mache dann eins, ich schäle dann hier die äußere Schicht ab. Ist das für die schlimm? Nee. Wichtig ist, dass das Rhizom erhalten bleibt. Das Rhizom, und das ist ja das, wo die Kraft da kommt. Oben der Teil, wenn ich den hier weghacken würde, würde es trotzdem noch wachsen. Weil nur dieser Scheinstamm hier, deswegen ist das, was ich vorhin meinte, es ist die Banane ist kein Baum, weil sie keinen Stamm hat. Das ist ein
Scheinstamm und kann ich hier so auseinander machen. Das sind einzelne Schichten. Das sind immer die Blätter, die nach oben wachsen. Die sind von innen wächst es bei der Banane und das ist immer so eine Schicht hier. Die Kinder nehmen das Ganze zum Spielen. Die essen das auch zum Teil innen drin. Das schmeckt, soll sogar schmecken, sagen sie. Das ist so. Das ist gar nicht faserig. Das ist so ein bisschen faserig, ein bisschen so. Man sieht das hier vielleicht. Das ist kein Holz. Das ist hier. Das speichert extrem viel Wasser. Und deswegen ist eine Banane ist kein Baum. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich nicht falsch sage, gehört es mit so einem Ingwergewächsen. Deswegen vermehrt sich über Rhizome. Das, was wir oben sehen, ist nur die Blüte dann, nur die Blätter, wie bei einer Ingwerpflanze. Ingwer haben wir übrigens auch in Kurkuma. Die Pflanzen. Das klingt ein bisschen komisch, weil bei der Banane halt nicht das Rhizom essen, sondern die Früchte. Aber botanisch gesehen gehört es mit. Ich kann nochmal nachlesen, nicht, dass ich was Falsches sage, aber irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass es so war, dass Bananen eigentlich mit zu Ingwergewächsen gehören. Also in diese Gruppe. Nichts mit Bäumen zu tun oder sowas. Sind auch nicht mehrjährig in dem Sinne. Also ich hatte ja vorhin kurz gesagt, wenn ich jetzt hier eine Bananenstaude abhacke, weil ich die Früchte ernten will, dann wachsen dann diese kleinen dann, die dann schon größer sind, die wachsen dann weiter. Und die Pflanze, die würde dann eingehen. Ja, das ist jetzt hier Asche, die ein bisschen nass ist. Und das soll hilfreich sein, auf die Schnittstelle ein bisschen Asche dran zu machen. Das ist ja mehr Holzkohle als Asche, aber wahrscheinlich hat es trotzdem einen ähnlichen Effekt. Das soll ein bisschen schützen, damit dass diese Schnittstelle eben vor solchen Fraßfeinden sowas erstmal geschützt ist. Bananenmaden. Jetzt habe ich hier ein Loch vorbereitet und die setze ich jetzt hier rein. So viel mehr zum Pflanzen nicht dazu zu sagen. Klar, man könnte jetzt unten da Mulch reinmachen, schon Komposterde oder andere nährstoffreiche Erde. Wir machen ja, der Sinn des Bananenkreises das habe ich noch gar nicht erklärt. Die Bananen werden im Kreis gepflanzt, in der Mitte kommt ein tieferes Loch und da kommt, ach doch, habe ich am Anfang erklärt. Da kommt unser Kompost bzw. unsere Ausscheidung rein, die wir auch kompostieren. Wie gesagt, Trockenklo. Und ja, Loch einpflanzen, nicht zu tief, aber bei Bananen ist es nicht so schlimm, wenn die ein Stück tiefer sind. Umso besser können sie sich verwurzeln. Haha, hier ist ein Pentagramm. Nein, hier sind 5 Bananen. Wir haben 3 Sedas. Ich glaube die und die. Ich glaube schon. Und 2-mal Kochbanane. Und ein Hund, der in den Bananenkreisel geht. Da drin befindet sich Kompost. Da sollte der Hund nicht rein und auch nicht drin wühlen. Da ist Kompost drin. Und die Bananen werden dann diese Nährstoffe aufnehmen können, aufsaugen können und dann werden sie ganz schnell groß wachsen. So die Idee. Der frisst was aus dem Kompost. Buddy, was frisst du? Hast du jetzt eine dreckige Schnauze? Ja, so ist fein. Ja, schön hier sitzen bleiben. Ja. Es sind ein paar Tage bzw. 1-2 Wochen vergangen. Und die Bananen, die ich euch gezeigt hatte hier, diese 2 Fruchtstände, die hier in der Nähe von unserem Zaun stehen, sind fast erntereif. Also diese hier werde ich jetzt demnächst bald abmachen. Sie seht den Unterschied zu den anderen jetzt wahrscheinlich direkt. Die biegen sich so langsam weg von diesem Fruchtstand. Die Blätter sind noch mehr vertrocknet. Und vorne der Ansatz, wo die Blüte mal dran war, der fällt bei manchen Bananen ab. Wenn man das sehen kann, vorne an der Spitze. Da zum Beispiel fällt der Blütenansatz ab, bei diesen da. Bei dem noch nicht so sehr. Hier sind noch mehr dran, das mache ich gegen die Sonne, ist nicht so praktisch. Das ist der fertige Bananenkreis. Nochmal ein bisschen modifiziert mit Mulchmaterial und schon Kompost drin, gut gefüllt. Und hier zwischendrin wächst schon ein Kürbis bzw. Zucchini oder eine Gurke, ich weiß nicht ganz. Wie ihr sehen könnt, diese Bananen, die bei der kommen schon gut neue Blätter. Bei der geht es auch gerade los. Die ist noch nicht. Gucken wir mal. Eigentlich sollte es auch klappen. Manche brauchen halt ein bisschen länger manchmal. Ich habe jetzt mehrmals im Video gesagt, dass Bananen mit Ingwergewächsen verwandt sind. Meine Erinnerung ist nicht falsch, aber auch nicht ganz korrekt. Direkt botanisch gesehen zur selben Pflanzenfamilie gehören sie nicht. Ingwer und Kurkuma ja.
Bananen sind, ich sag mal, wie so im 3. Grad verwandt. Die gehören alle 3 zur selben Pflanzenordnung übergeordnet. Die heißt Zingiberales, wenn ich richtig ausgesprochen habe. Also es ist nicht ganz falsch, was ich gesagt habe, aber nicht ganz 100% richtig. Aber zumindest ist eine Bananenpflanze eher mit Ingwer und Kurkuma verwandt als mit einem Baum. Das ist schon mal ziemlich sicher. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.